Herzlich willkommen bei Chronisch Ehrlich. Heute ist Food Friday und am Food Friday stelle ich euch immer eine Frucht vor oder ein Lebensmittel oder eine Diätform. Und heute geht es um dieses bezaubernde Stück Frucht, genannt der Apfel. Stell dir vor, jede Frucht, jedes Gemüse würde mit Inhaltsstoffen deklariert werden. Hier ist so viel Vitamin B, C, D, E drin, Eisen, Calcium und so weiter. Die von der Lebensmittelindustrie zusammengepanschten Lebensmittel würden vor Neid platzen. Natürlich würden die Früchte und Gemüse jedem Fertigprodukt die Show stehlen. Denn sie sind so rein, sie sind so pur, sie sind einfach perfekt. Sie sind so perfekt, sie sind rein, gesund und nahrhaft. Mehr als das brauchen wir nicht. Heute erzähle ich euch etwas über den Apfel und die Sorbitunverträglichkeit. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ich habe tatsächlich 10 Jahre lang keinen Apfel gegessen. Und das nur, weil ich bei einem Atemtest auf eine Sorbitunverträglichkeit diagnostiziert wurde. Alles fing an mit Bauchbeschwerden, Blähbauch, Verstopfung oder Durchfall. Ja, und dann habe ich mich natürlich untersuchen lassen und das kam dabei raus. Also ich sollte alle Früchte mit einem Sorbitgehalt versuchen, aus meinem Ernährungsplan zu eliminieren. Und ich als disziplinierte junge Frau, ja, ich war dann erst 22, dachte mir, gut, einfacher als das geht nicht, Trauben weg, Äpfel weg und dann wird es mir hoffentlich besser gehen. Es ging mir aber nicht besser. Es entwickelte sich sogar so weit, dass ich kaum mehr Lebensmittel vertrug. Und dabei heißt es doch so schön, an apple a day keeps the doctor away. Aber was bei mir passierte, war Folgendes. Ich habe gelernt, dass ich auf Lebensmittel verzichten soll, damit es mir dann besser geht. Das heißt, ich verzichte auf alle blähenden Sachen, ich verzichte, wie gesagt, auf Sorbit, später dann Fructose, dann Histamin. Und so passierte es, dass ich immer weniger Lebensmittel auf meinem Speiseplan hatte. Glaubt mir, das allergeilste Gefühl ist, wenn man nach 10 Jahren Verzicht wieder in einen Apfel beißt. Das war so herrlich, glaubt mir, ich habe manchmal sogar von einem Apfelkuchen geträumt. Ich habe meinem Mann zwischenzeitlich sogar gesagt, wenn das alles vorbei ist, wenn ich rausgefunden habe, wie ich wieder gesunde Lebensmittel essen kann, dann lasse ich mir ein Apfelkuchen-Tattoo stechen. Es ist so herrlich, in einen Apfel reinzubeißen. Und wie kam es dazu? Nach einem Monat Leberreinigungsdiät von Medical Medium, sprich ich habe gesundheitsraubende Lebensmittel weggelassen und den Selleriesaft auf nüchternen Magen getrunken, habe ich gespürt, dass sich mein Magen anders anfühlt. Und ich hatte irgendwie den Mut oder den inneren Frieden zu sagen, ich beiße in ein kleines Stückchen Apfelschnitze. Und das habe ich dann gemacht. Und es war okay. Und am nächsten Tag wieder und dann habe ich das gesteigert. Und das war einfach so eine tolle Erfahrung, zu sehen, dass sich mein Körper regenerieren kann. Und ja, dass diese Sorbitunverträglichkeit gar nicht mehr hier ist. Ich denke, dass sich der Verzehr der Äpfel, die ich dann eingeführt hatte, wesentlich dazu beigetragen haben, dass ich über meine chronische Magenentzündung hinweggekommen bin. Weil zu diesem Zeitpunkt ging es mir so schlecht, dass ich eine chronische Magen-Darm-Entzündung hatte. Und glaubt mir, ich hatte eine immense Angst vor Früchte mit einem Sorbitgehalt, weil ich natürlich die dafür verantwortlich gemacht hatte für mein Leiden. Aber das war natürlich viel zu kurz gedacht. Natürlich litt ich unter einem Blähbauch, nachdem ich Trauben oder einen Apfel verzehrt hatte. Aber Schuld an diesem Blähbauch war eigentlich nicht wirklich der Apfel oder die Trauben, sondern der Epstein-Barr-Virus, den ich mir schon als Kind einmal eingefangen hatte. Und dadurch hatte ich unglaublich viele Antibiotikumbehandlungen und meine Darmflora sah einfach nicht so aus, wie sie aussehen sollte. Ich habe erst spät wirklich verstanden,
dass wir die Darmflora erst aufbauen müssen und schlechte Bakterien aushungern müssen, schlechte Virenstämmen Tschüss sagen müssen. Das durfte ich wirklich einfach in diesen Büchern von Medical Medium lernen. Also hielt ich mich strikt an den Plan. Ich verzichtete auf die gesundheitsraubenden Lebensmittel, genannt No Food, und führte den Selleriesaft ein. Ja, und da begann meine apfelessende Geschichte und mein persönliches Highlight. Aber was kann der Apfel noch, außer entzündungshemmend zu wirken? Wie gesagt, mein Magen-Darm-Trakt war völlig entzündet. Was kann dieses Baby? Die sekundären Pflanzenstoffe eines Apfels sind echte Gehirnnahrung, da sie die Nervenzellen ernähren. Die roten Pigmente erhöhen die Verdauungskraft und fördern die Gewichtsabnahme. Äpfel entschlacken und reinigen die Organe, verbessern den Lymphfluss, regenerieren geschädigte Haut und regulieren den Blutzucker. Sie binden im Darm schädliche Mikroben wie Viren, Bakterien, Schimmelkeime und Hefepilze. Deshalb auch der Blähbauch, der mich nach dem Verzehr immer so plagte. Wir lebten nämlich aufgrund eines Wasserschadens in einer Schimmelwohnung und hier fing diese vermeintliche Lebensmittelunverträglichkeit an. Aber nicht der Apfel war schuld, sondern die Schimmelrückstände in meinem Darm, die ganz schön meine Viren gefüttert haben. Diese Virentheorie, die habe ich in den Büchern von Medical Medium gefunden. Hier wird nämlich ganz genau beschrieben, wie diese Wechselwirkung funktioniert. Ja, was macht denn so ein verkauter Apfel in meinem Magen-Darm-Trakt? Er wirkt antibakteriell, er mistet aus. Das heißt, diese ganzen verhockten, übersiedelten Bakterien, die eigentlich nicht dahin gehören, die sterben ab und das macht Probleme. Dann entstehen Blähungen und die Blähungen sind mega unangenehm, das ist echt schmerzhaft. Denn diese Virenkörper gasen vor sich hin und verursachen gemäß Medical Medium diese Symptome. Also ist der Apfel der Auslöser dieser Beschwerden, aber nicht die Ursache. Und dieser Unterschied ist unglaublich wichtig, denn als ich anfing, die Nahrungsmittel aufgrund meiner Nahrungsmittelunverträglichkeit zu minimieren, fingen meine Probleme erst richtig an. Nach wenigen Jahren konnte ich noch 7 Nahrungsmittel vertragen. Unterdessen hatte ich eine Fructose, Salicylat und Histaminunverträglichkeit entwickelt. Der Weg in ein ganzheitliches Gleichgewicht führt aber über das Obst und Gemüse und nicht weg von ihnen. Anthony William und viele gesundheitsbewusste Ärzte empfehlen, dass wir 3 rote Äpfel pro Tag essen sollen. Wofür sind Äpfel noch so gut? Als ich das erste Mal das Buch Medical Food gelesen hatte von Anthony William, war ich einfach so geflasht, weil Früchte und Gemüse so viele Kräfte in sich birgen. Und die möchte ich mit euch noch teilen. Äpfel sind super gegen Ängstlichkeit, Blähbauch, Benommenheit, Bauchauftreibung, Drehschwindel, Erschöpfung, Gehirnentzündung, Gewichtszunahme, Gleichgewichtsstörungen, Gliederschmerzen, Herzklopfen, Hypoglykämie und andere Störungen des Blutzuckers, Kopfschuppen, Körpergeruch, Körperschmerz, Mineralstoffmangel, Nervosität, Ohrenschmerzen, Ohrgeräusche wie Klingeln oder Summen, PMS, Refluxbeschwerden, Rippenschmerzen, Rückenschmerzen, schmerzhafte Schultersteife, kurzzeitiger Schwindel, Steifigkeit, verschwommenes Sehen, Verstopfung, Verwirrungszustände und Wechseljahrbeschwerden. Und Äpfel sind Seelennahrung, denn sie bringen uns zu unseren Wurzeln zurück, denn der Apfel ist eine der ersten Früchte, die der Mensch überhaupt gegessen hat. Deswegen schenkt er Trost und Zuflucht. Ja, Äpfel machen uns für erfreulichere und schönere Dinge zugänglich und füllen uns mit Leichtigkeit und Energie. Hey meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch neugierig auf den Apfel gemacht, dass wir ihn einfach mit anderen Augen sehen dürfen, dass wir wertschätzen dürfen, was die Natur uns geschenkt hat. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Cheers, einen guten.